Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute gibt's wieder ein ganz wunderbares Rezept, das mich selbst wirklich begeistert hat. Wir machen gemeinsam Quark-Sesamstangen. Sie bestehen nur aus wenigen Zutaten, sind gesund, glutenfrei, hefefrei und eine richtig leckere Alternative natürlich zu vielen gekauften Backwaren. Außen sind sie herrlich knusprig und goldbraun und innen saftig und dabei unglaublich schnell zubereitet. Solltet ihr also kurzfristig Besuch bekommen, sind diese Stangen genau das Richtige und werden euren Besuch genauso begeistern. Hm. So richten wir uns erstmal den Arbeitsplatz ein und können die Schüssel direkt auf die Waage stellen. Dort wiegen wir uns 200 Gramm feine Haferflocken ab. Solltest du eine grobe im Haus haben, ist es auch gar kein Problem. Dazu sage ich euch dann noch im Laufe des Videos was. Und nun gibt es noch einen Teelöffel Flohsamenschalen. Sie sind reich an Ballaststoffen, binden viel Flüssigkeit und sorgen dafür, dass die Stangen trotz des fehlenden Mehls schön saftig und locker werden. Nun brauchen wir aber noch den richtigen Geschmack und nehmen einen halben Teelöffel Salz. Meines ist natürlich rieselhilfefrei. Die Menge kann hier auch etwas variiert werden. Wer es gerne salziger mag, nimmt etwas mehr. Und für genügend Feuchtigkeit brauchen wir jetzt etwa 60 Milliliter Milch oder einen Milchersatz. Allerdings funktioniert auch Wasser, aber ich finde, das ist vom Geschmack her nicht so gut. Sogleich kann die Milch auch zu den Haferflocken, allerdings probiere ich erstmal 50 Milliliter, da ich im Moment nicht abschätzen kann, wie saugfähig die Haferflocken sind. Das ist wirklich jedes Mal sehr individuell. Als nächstes brauchen wir 250 Gramm Quark. Da ich mich im Moment im Ausland befinde, nehme ich nicht meinen eigenen selbst hergestellten Quark, aber vermenge diese gründlich mit den Haferflocken. Sobald ihr beim Vermengen feststellt, dass die Masse einfach viel zu trocken ist, dann kommt einfach der letzte Schluck Milch dazu. Die Masse sollte natürlich nicht zu flüssig sein, denn nun kommt ein Ei hinein. Wenn du darauf verzichten möchtest, ist es gar kein Problem. Ersetze die fehlende Feuchtigkeit einfach mit Wasser oder einer Flüssigkeit deiner Wahl. Eine Fluffigkeit brauchen wir natürlich auch im Teig. Dazu geben wir etwa 1,5 Teelöffel Backpulver hinein. Das selbstgemachte Backpulver reagiert etwas anders, deswegen gebe ich es erst zum Schluss hinein. Solltest du allerdings industriell gekauftes hernehmen, kannst du dieses auch gleich von Anfang an dazugeben. Nun sollten die gesamten Zutaten glatt miteinander verrührt werden. Das könntest du natürlich auch mit der Hand machen. Zumindest sollten die Zutaten glatt miteinander verrührt werden. Den Teig brauchst du dann einfach nur in der Schüssel zusammenzuraffen und wir lassen ihn für 30 Minuten stehen. So kann sich die Haferflocken gründlich mit den flüssigen Zutaten vollsaugen. Diese Zeit können wir nutzen, um den Backofen mit einer Dauerbackfolie auszulegen und den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorzuheizen. Fast am Ende der 30 Minuten richten wir uns eine Schüssel mit, wie in meinem Fall, Sesam- und Kürbiskernen. Du könntest auch variieren, zum Beispiel mit Sonnenblumenkernen oder mir fällt nichts ein. Was würdest du denn nehmen? Schreib's mir in die Kommentare. Ich freue mich über deine Antwort. Nachdem wir uns noch eine Schüssel mit Wasser gerichtet haben, feuchten wir uns die Hände an, nehmen uns ein faustgroßes Stück des Teiges und machen uns eine Stange in einer Länge, Größe, Dicke deiner Wahl und wälzen diese im Anschluss durch die Sesam-Kürbiskern-Mischung. Und so verfahren wir natürlich mit dem gesamten Teig. Für mich selbst passen die Stangen in der Größe wunderbar. Beim Ablegen auf dem Backblech sollte ruhig etwas Abstand gehalten werden, damit die heiße Luft auf jeden Fall gut zirkulieren kann und sie auch rundum gleichmäßig bräunen und super lecker werden am Ende. Da muss man auch keine Wissenschaft daraus machen, denn die Handarbeit darf man am Ende ruhig erkennen und das Formen hat schon fast so was Meditatives an sich. Sie können auch unterschiedlich groß, aber doch gleichmäßig dick sein. Schließlich ist selbstgemacht nie perfekt, sondern genau das, was den Charme ausmacht. Währenddem nun auch das letzte bisschen Teig verarbeitet ist, können die kleinen Teiglinge nochmal ordentlich aufs Blech gelegt werden.
Und dann können Sie für die nächsten 25 Minuten bei reduzierten 160 Grad knusprig ausbacken. Übrigens könntest du die kleinen Stangerl auch in der Heißluftfritteuse machen. Da jeder Backofen immer etwas anders ist, lohnt sich's durchaus nach 20 Minuten nachzusehen, ob sie ganz durch sind. Denn hier kriegen Sie die vollen 25 Minuten. Wunderbar wohlig duftend kommen sie dann endlich aus dem Backofen raus und sehen wirklich sehr, sehr appetitlich aus. Bevor sie verzehrt werden, sollten sie auf jeden Fall vollständig, am besten auf dem Gitterrost auskühlen. So bleibt die Feuchtigkeit innen drin und entweicht nicht. Vor allem sind sie im Moment noch nicht sonderlich stabil. Das gibt sich aber in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde, je nachdem, welche Temperatur ihr habt. Die abgelösten und gerösteten Kerne schmecken wirklich hervorragend. Nun ist es soweit und es kann angerichtet werden. Denn niemals vergessen, das Auge isst ja bekanntermaßen mit. Und wie die Stangen von innen ausschauen, das zeige ich euch selbstverständlich auch gleich. Nun aber erst von außen. Ich hoffe, das leicht knusprige kann man gut hören. Ihr könnt sehen, wie schön sie aufgegangen und gemasert sind. Und schmecken auch genauso lecker. Das Ganze sei es nur mit Butter oder mit etwas Schnittlauch belegt. Ich wünsche euch nun viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!